Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't. Ich war ja mal in der Schule und da hatten wir mal Unterricht und ein Lehrer hat uns so ein Blatt gegeben. Und da waren so irgendwelche Stoffe, die in der Luft sind, also was die Luft besteht. Und unser Lehrer hat gesagt, das, was schwerer ist, das fällt auf den Boden. Und das, was leichter ist, das schwebt hoch. Und dann stand dort CO2 drauf, schwerer. Und die ganze Schulklasse, okay, sinkt auf den Boden. 5 Minuten später hatten wir in der Schule einen Film geschaut und dort war so ein Mann und der hat gesagt, die Klimaerwärmung entsteht dadurch, dass CO2 in die Atmosphäre hochsteigt. Und ich war dann verwirrt und habe gedacht, und was soll das jetzt? Stimmt das Blatt Papier oder stimmt der Mann im Fernsehen? Ich weiß es bis heute nicht. Und das habe ich auch gemerkt. Das nahm meine Schulklasse auf und dann war das war faszinierend. Die ersten 5 Minuten sinkt, als dann die Gegenmeinung kam, steigt, hat niemand von der Schulklasse gesagt, aber, sondern alle, ja klar. Und das fand ich so eindrücklich, weil ich dachte, vielleicht steigt's, vielleicht nicht. Vielleicht macht's beides. Die Schule hat's mir nicht gesagt. Aber sie hat mir zumindest gezeigt, dass irgendwas wirklich seltsam ist. Weil die Erziehung von Kindern und Jugendlichen sollte doch so sein, sie eigenständige Meinungen haben und wenn sie Informationen von außen bekommen, dass sie die Informationen nicht abstoßen, sondern ansehen, aber dann nicht konsumieren, sondern überlegen. Und stimmt diese Information mit meinem bisherigen Weltbild überein? Und wenn nicht, ist es für mich sinnvoll, vom Gefühl her, in meinem Denken durch diese neue Information eine Änderung zu machen? Oder eben nicht? Aber da wurde mir klar, die Schule erzieht keine Querdenker. Und eigentlich, ich meine Bildung, das, was ihr an der Schule lernt, das habt ihr als Grundbaustein eurer Weltansicht in eurem Kopf. Ihr geht mit dieser Ansicht hinaus ins Leben. Und so seht ihr die Welt. Natürlich kann sich das im Laufe eures Lebens ändern. Aber ihr habt wie einen Rahmen gesteckt, wo ihr euch darin bewegt. 9 Jahre lang. Also der hat eine gewisse Dichte erreicht. Und wenn Kinder und Jugendliche in die Welt gelassen werden und man erwartet, dass die Welt sich zu einem Besseren ändert, aber man bildet Kinder und Jugendliche immer noch so aus, dass nur eine einzige Meinung, die in einem Schulbuch steht,
das schon längst veraltet ist, richtig ist, dann gibt es keine Änderung. Weil gerade Änderungen in einem wissenschaftlichen Bereich, da braucht es Weltoffenheit. Und wenn wir Kinder so erziehen, dass sie diese Weltoffenheit und das Hinterfragen von Informationen nicht mehr besitzen, dann ist eine Veränderung zu erreichen viel schwieriger. Die Erkenntnisse, die wir heutzutage haben, zu denen hat man früher gesagt, dass das gar nicht funktionieren kann. Wir wissen heutzutage, dass sich die Molekularstruktur von Wasser verändert. Nur schon, wenn wir ein Wort auf das Glas schreiben. Wasser hat ein Gedächtnis. Vor 100 Jahren hätte jeder gesagt, die spinnen doch. Heutzutage weiß man das. Aber dieses Wissen, das konnte sich nur entfalten, weil jemand aus dem Denken der Schule ausgebrochen ist. Und wir bräuchten eine Schule, eine Bildungsmöglichkeit, die eine Offenheit zulässt von dem, was möglich ist. Wir hatten mal einen Jungen in der Klasse, der hat unserem Lehrer gesagt, wissen Sie, ich kann mit meiner Tasse sprechen. Und der Lehrer hat dann gesagt, ja, das kannst du deinem Arzt erzählen. Das ist jetzt ich sage jetzt mal ein außergewöhnliches Beispiel, aber das ist so etwas, wo ich finde, Lehrer und Schüler haben beide zwei Anteile. Der eine ist der, wo sie was noch nicht wissen und vom anderen profitieren können. Und der andere ist der, dass sie eben schon etwas wissen und das anderen weitergeben können. Und darum auch Lehrer, die machen an sich einen wichtigen Job. Es ist nur wichtig zu verstehen, dass Lehrer auch nicht alle wissend sind. Und das Problem heutzutage ist, dass man erwartet, dass ein Lehrer auf alles eine Antwort weiß. Das geht gar nicht und muss auch nicht. Wir hatten einen Lehrer im letzten halben Schuljahr und der hat mal gesagt, ich will, dass die Schule euch auf euer Leben da draußen vorbereitet. Und dann habe ich gefunden, super. Und da finde ich einfach, da fehlen Aspekte in der Schule, wo es um zwischenmenschliche Dinge geht. Wie geht man miteinander um? Was macht man, wenn Konflikte da sind? Wie gehen Menschen mit Emotionen um? Das ist ein Wissen, wo ich finde, ich habe lieber Menschen, die vielleicht keine Ahnung haben, wie Geometrie funktioniert und dafür wissen, wie sie friedlich mit anderen zusammenleben. Und das fehlt in der Schule einfach. Ich fand die Aussage genial, wo er gemacht hat. Das entspricht genau dem, was Schule sein sollte. Ein Ort, wo Kinder Informationen beziehen können, die sie sonst in ihrem Leben entweder nicht erhalten oder zwar erhalten, aber nicht in der Form, wo sie benötigt werden. Und was viele auch vergessen, Lernen ist nicht von Schule abhängig. Wir lernen ständig. Ich kann mir auch Mathematik beibringen ohne Lehrer. Wir brauchen für die wichtigsten Dinge, finde ich, da hatte ich keine Schule.
Ich finde, Lernen sollte so sein, dass wir am Abend ins Bett liegen und nicht nur im Kopf wissen, sondern im Herz fühlen, ich habe was gelernt. Und die Situationen, in denen ich das Gefühl hatte, dass ich was gelernt habe, die waren nie in der Schule. Und darum finde ich, Schule an sich ist in der aktuellen Situation der Gesellschaft wichtig. Und früher war es ja so, da konnte entweder niemand in die Schule oder es gab Orte, wo dann nur die Jungs in die Schule konnten, die Mädchen nicht. Und bei uns ist das ja nicht so. Da gehen beide in die Schule. Nur das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass Bildung zu etwas geworden ist, was komplett verallgemeinert wurde. Und Lernen ist wichtig und nötig, aber nicht in der Art, die jetzt größtenteils betrieben wird. Wir brauchen Schulen, die sich auf die Kinder einlassen und Schulen, die eine Bildung ermöglichen, die individuell ist, auf das Kind angepasst. Kinder sollten sich nicht der Schule anpassen, sondern die Schule den Kindern. Weil Kinder sind die Zukunft. Und wenn wir Kinder zu Wesen heranziehen, die nicht mehr eigenständig denken, dann zerstören wir ein Fundament unserer Gesellschaft. Weil Kinder bringen neue Impulse. Und Kinder sind die Zukunft, die irgendwann Arbeitsstellen übernehmen. Und diese Kinder bringen wieder neue Kinder. Wir brauchen darum Schulen, die offen sind, die eine individuelle Entwicklung ermöglichen. Früher konnten nur Jungs in die Schule, heutzutage beide. Aber jetzt ist das Problem, dass alles zu einem Kuchen wurde, wo keine Individualität mehr herrscht. Und jede Schule sollte eigentlich auf ihre Kinder eingehen können. Und die Volksschule, für gewisse Kinder stimmt die ja. Es geht nicht darum, dass wir eine Volksschule abschaffen. Wir müssen nur Schule, Bildung so machen, dass wir Kinder in das richtige Bildungssystem schicken können. Und wenn Kinder nicht in die Schule gehen oder sagen, sie wollen nicht die Schule schwänzen, dann liegt das Problem, das Ursprungsproblem nicht bei den Kindern, sondern bei der Schule. Menschen, die in die 1. Klasse kommen, die freuen sich. Schaust du die 6. Klasse an? Ich muss in die Schule, wann ist wieder Ferien? Und es sollte doch so sein, dass die Schule heißt, ich darf in die Schule und ich darf Ferien haben. Und ja, das ist wie Bildung entwickelt sich ja. Und wenn wir merken, dass Kinder in einem Schulsystem nicht mehr mitmachen, dann muss man diese Kinder nicht mit ADHS und Kinderpsychiatrie ruhig stellen. Da muss man sich überlegen, kann es sein, dass sich die Menschheit
mit ihren Bedürfnissen, Absichten und mit dem gesamten Bewusstsein sich weiterentwickelt und unsere Strukturen, die wir mal erbaut haben, nun nicht mehr dem aktuellen Stand entspringen. Weil wenn eine Schulstruktur dem entspringt, aktuell ist, so ist, dass die Kinder sich darin wohlfühlen, dann schwänzt niemand die Schule, dann sagt niemand, ich muss zur Schule. Aber wir brauchen Strukturen, die nicht starr sind, sondern eine Flexibilität und eine Weiterentwicklung in sich haben, die sagen, wir gehen auf den Menschen zu. Ja, das sollte Schule sein, weil Schule bedeutet Lernen und nicht nur die Lehrer und die Kinder im Schulsystem, sondern auch die Schulstruktur selbst. Auf der feinstofflichen Ebene gibt es, sobald sich mehrere Menschen zusammenfinden, eine Art Überseele. Und Schule hat das auch. Nur ist diese Überseele relativ starr. Das hat mit dem Menschen zu tun. Wenn wir eine Schulstruktur ändern wollen, dann müssen sich die Menschen in und um diese Struktur ändern. Weil Strukturen entstehen durch Menschen, für Menschen und darum entwickeln und verändern sie sich auch nur mit und durch Menschen. Das geht nicht anders. Und Schulstrukturen, die wir jetzt haben, die war vor einer gewissen Zeit in der Vergangenheit aktuell. Sonst würde es ja jetzt nicht bestehen. Aber die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Und wenn wir die Weiterentwicklung einer Gesellschaft fördern wollen und nicht bremsen, dann brauchen wir ein Bildungsangebot, das sich am Menschen anpasst. Und zwar am neuen Menschen mit der Entwicklung, die er bringt. Und dafür benötigt es Lehrpersonen, die genau das schon verkörpern. Und wenn du eine Schule hast, in der Lernen individuell im eigenen Tempo stattfindet und in dem Kinder eine eigene Meinung haben dürfen, dann geht es nicht nur darum, dass die Kinder da mitgehen, sondern die Erwachsenen, die Eltern einer Schule und die Eltern der Kinder, die sollten mit dieser Entwicklung mitgehen. Weil Schule bietet nicht nur den Kindern und den Lehrpersonen Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn ihr Eltern von Kindern seid, dann könnt ihr doch das, was die Kinder von der Schule mit nach Hause bringen, auch mitlernen. Und wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die erstens ein Bildungssystem erbaut, das sich entwickelt und individuell auf Kinder eingeht, dann brauchen wir nicht nur das, sondern wir brauchen Eltern, die genau auch so denken. Ja, und wir geben vielfach die Verantwortung, die wir für unsere eigene Bildung und die Mitverantwortung, die wir für die Bildung unserer Kinder haben, ab. Es gibt ja viele Eltern, die suchen sich eine Privatschule, damit das Kind da untergebracht ist.
Schulen sind nicht da, um Kinder abzuschieben. Und auch wenn wir die Volksschule ansehen, ist es so, dass auch die sich in einer Entwicklung befindet. Jede Struktur, die wir erbaut haben und die wir in der Zukunft erbauen werden, muss sich weiterentwickeln, wenn sie in der Zukunft bestehen bleiben will. Und dazu zählt auch die Volksschule. Und jede Schule, die individuell auf Kinder eingehen will, die braucht, ich sage jetzt mal, ein eigenständiges Gehirn. Die meisten Schulen, die sind durch Lernpläne wie gleichgeschaltet. Und eigentlich sollte jede Schule ihren eigenen Lehrplan erstellen können, weil wenn das nicht der Fall ist, kann man nicht individuell auf Kinder eingehen. Und im Moment sind Schulen so, dass sie nicht eigenständig denken. Und sie haben wie die Verantwortung für die Bildung der Schüler, die sie ja haben, die wurde dem Staat abgegeben. Und das wäre ja theoretisch auch kein Problem. Aber solange der Staat eine Verallgemeinerung macht und keine, ich sage jetzt mal, Individualisierung, dann können Schulen, deren Gehirn zum Staat genommen wurde, nicht eigenständig denken und haben nicht die Freiheit, die sie benötigen, um individuell auf Kinder einzugehen. Weil der Staat, der macht ja Lehrpläne. Und wenn für ein Kind dieser Lehrplan stimmt, dann soll man auch erlauben, dass es nach dem lernen kann. Und die Volksschule braucht so Menschen, die neue Impulse setzen. Und ich denke, wenn man als Lehrer in einer Schule arbeitet und man weiß, was man tun kann und was man eben nicht tun kann, und man nutzt den ganzen Freiraum, den man hat, und das Herz sagt aber, ich will was anderes, dann macht es einfach anders. Weil wenn die anderen merken, kein Kind ist dabei gestorben, sie sind noch glücklich, wer kann was dagegen haben? Schule sollte ja ein Ort sein, der auch Erholung ist. Es läuft ja irgendwas falsch, wenn Kinder sagen, ich brauche Ferien. Da stimmt irgendwas nicht. Und darum, in dem Moment, wo gerade Kinder, die neues Bewusstsein bringen, gegen ein nicht in eine bestehende Struktur rein wollen oder wegen Schule sogar krank werden, dann müsse man aufhören, Kinder zu schubladisieren und mit Begriffen zu etikieren, nur damit man sagen kann, ja, mit der Schule ist alles noch stimmig. Wir sollten in der Gesellschaft so weit sein, um zu sagen, wir können uns eingestehen, wenn es Zeit ist, was zu ändern, selbst wenn es schon seit Jahrzehnten gleich läuft.